meant there must be a destiny where he survived and won, right? Otherwise, what was the point? And with that, the book's pages fluttered back once more to the beginning, and the clouds parted over the Isles of Boreas. It was time to choose. The rebellion was in trouble. Ravens were scouting for the secret rebel base. They needed a game changer. Pieces of the Sky Ripper had surfaced. Or so a scholar in the mountains had told him. Surely the weapon that banished the lost gods could defeat the Emperor. Also, a temple had risen out of empty desert. The Iblis stone was hidden there. It was a dangerous artifact. It could corrupt its user into a bloodthirsty monster. Maybe he could find a way to use it. To take its power without surrendering to its wickedness. And also, his old friend Lapino needed rescuing. Of course, Renato had a pretty strong suspicion that Lapino had betrayed the rebellion. But could Renato really leave an old friend to the Ravens? Und wir werden jetzt versuchen, den Sky Ripper komplett zusammenzustellen, damit wir eine brutale Geheimwaffe haben gegen den Emperor. Every child knew about the Sky Ripper. The transcendent Emperor had buried its pieces. What could have brought them to light? This Emperor, Isengrim III, had once been kind, but he'd gone mad. And now he was conducting secret, obscene rituals to bring back the lost gods. Had he, somehow, summoned the long-lost components of the legendary weapon out of the deep places of the earth? It was more than Renato could fathom. But if he could find a legendary weapon, he would use it. Mal schauen, ob wir es jetzt schaffen, die komplette Waffe zusammenzustellen. Denn wir hatten ja schon mal die Möglichkeit, nur einen Teil zusammenzustellen. Oder mehr war schon die Möglichkeit, dieses Ding von Anfang an zu machen. Bin mal gespannt, was jetzt dabei rauskommt, wenn wir diese Waffe zusammenstellen. Und ich glaube, das wird eine der neuen Wahrheiten sein. Renato couldn't help feeling a bit curious. Was Lapino still waiting to be rescued? No. He was probably drinking champagne with the ravens. Did ravens drink champagne? Did rabbits? Renato felt oddly thirsty, come to think of it. Why had he chosen the Sky Ripper? Renato never made plans that required constant vigilance. He was a hero. He didn't think too much. He just went with his gut and hoped it all worked out. The Sky Ripper was a long shot. He'd have to devote himself to it. No side journeys, no rescuing old friends. That was against his nature. Could he stick with it? Perfekt. Ja. Hol dir das Gehäuse des Sky Rippers, das ist unser aktuelles Ziel. Das heißt, wir müssen jetzt vermutlich zusammenbauen, sprich zuerst das Gehäuse holen und dann noch was anderes später. So hört sich das Ganze jedenfalls jetzt an. Lapino zu retten ist immer so eine, ich weiß nicht, seitdem der uns da verraten hat, bin ich da eigentlich nicht mehr so dabei. So, was brauchen wir denn jetzt noch für unser Wasserschwert eigentlich? Noch ein paar Erze, gell? 9 Stück nur noch oder 2 Windextrakte. 2 Windextrakte wären natürlich geiler. Das könnten wir jetzt als Ziel uns nehmen. So, hier können wir auch noch lang. Perfekt. Und 2 Windextrakte, als hätten wir es geahnt. Wie cool war das denn, bitteschön? Dann würde ich doch sagen, machen wir direkt unser wunderschönes Schwert. Das war das Falsche. So, hier, haha. Und das leere Schwert. Oder Klinge der Leere. Schön, und damit haben wir alle 4 Schwerter und können ab jetzt jede Tür öffnen. Damit bleibt uns nichts mehr unoffenbart. Sagt man das so? Ich weiß es nicht. So, schauen wir doch mal. Okay, das hat ziemlich viel Leben gezockt. Habe ich nicht geahnt. Okay, gut. Dass wir das geklärt haben. Einfach so reinrennen funktioniert trotz coolem neuen Schwert scheinbar nicht. Wer hätte das geahnt? Ich natürlich scheinbar nicht. Oh Mann. So hätte es doch gleich klappen können. Said Renato, wondering who Gracie was. Und da ist auch schon das erste Ding, das wir mit dem leeren Schwert aktivieren können. Was ein schönes Gefühl. Und zack. So.
Was finden wir hier? Oh, bam. Ah, das hätte ich blocken können. Habe ich mal wieder nicht gemacht. Und zack. Now I don't have anyone to talk to. Schade, schade. That had been his mistake before. Thinking he could win a battle of wills with an ancient evil all by himself. He had to be cleverer than that. Or braver. Or something. So, dann lesen wir uns doch mal das Ganze, was da hier steht, durch. Die Wahrheit über den Skyripper ist von dichtem Nebel verhüllt. Die glaubenswürdigste Geschichte ist, dass der immerwährende Kaiser Iblis mit Hilfe des Skyrippers verbannt hat. Danach vergrub der immerwährende Kaiser die Waffe und verschwand. Ging er ins freiwillige Exil, um die Welt vor der letzten göttlichen Präsenz zu befreien, oder war es der Preis für die Ausübung solch unglaublicher Macht? Könnte zwischen dem Skyripper und Iblis eine tiefe Beziehung bestehen, als die der Waffe und die des Opfers? Meine Rituale werden den Iblisstein herbeirufen. Vielleicht sollte ich bedenken, dass dies den Skyripper ans Tageslicht rufen könnte. Sollte das der Fall sein, dann muss ich sämtliche Ressourcen einsetzen, um ihn zu finden. Eine Waffe, die einen Gott verbannen kann, ist ein unschlagbares Argument. Falls die Alten mir einen Strick durch die Rechnung machen wollen. Es liegt in ihrer Natur, es zu versuchen. Aber Götter sind berechenbar und ich kann mich darauf verlassen, um ihnen immer einen Schritt voraus zu sein. Imperator Isengrim III. Sein geheimes Tagebuch. Okay, von diesem Imperator haben wir schon mal was gelesen. Wird immer interessanter. Renato wondered if it wasn't cheaper to build bridges and stairs. So. Ah, gute Frage eigentlich. Ist es billiger, Brücken und so zu bauen? Ich weiß es nicht. Kann ich auch voll schlecht einschätzen. Und zack. Jetzt komm, Freundchen, jetzt komm doch mal her. Und zack. Zack. Perfekt. Perfekt. Renato, smash! Und perfekt. Das sieht sehr cool aus. Das sieht alles sehr cool aus da oben. Und wir finden jetzt Windextrakt, elementarer Widerstand. Auf Stufe 2 haben wir das jetzt schon. Das ist sehr gut. Ich frage mich, was Maximum ist. Stufe 2, so wie bei den Schwertern, oder geht es vielleicht doch höher? Okay, wir waren jetzt ganz rebellisch und haben das mit dem leeren Schwert geöffnet. Coole Sache. So, hier waren wir gerade. Nichtsdestotrotz wieder zurück. Und weiter. Falls das überhaupt weiter ist. Anyone ever tell you have a lovely eye? No? Perfekt. Diesmal ganz ohne Verletzung. Das war knapp. So, erstmal ein bisschen heilen. Schön. Und noch ein paar Gegner. Perfekt. Ich vermassel auch die Kombos immer wieder voll dumm, gell? Schade, wirklich. So, hier ist nichts. Das heißt, hier geht's weiter. 2 Hebel. Interessant. Das war aber einfach. Frage ist, war das auch richtig? Perfekt, noch eine neue Tür. Und ein Wasserfall. Und zack. Und zack. Schön geblockt mit Feuer. Das war vermasselt, wirklich. Ziemlich schade gerade. Sonst hätten wir locker einen 30er-Kombo hinbekommen. Aber das habe ich vermasselt.
Naja, nichtsdestotrotz. Passiert halt mal. A chest that shiny deserved to be opened. Schildbrecher auf Level 2. Perfekto. Wird immer toller, wird immer toller. Und zack. Ganz viele Erze. Windextrakte finden wir zurzeit sau viele. Wahrscheinlich haben wir jetzt Wasserextrakte auf Maximum und da es nur Level 2 gibt. Das würde auf jeden Fall Sinn machen. So. Deswegen können wir wahrscheinlich nur noch Windextrakte finden. So, hier, haha. Wir machen natürlich jetzt das hier auf Stufe... Oh, wir können auch hier... Oh. Friere für alle außer Reynaldo die Zeit ein und wenn er in letzter Sekunde einen Angriff abwehrst, hält einige Sekunden lang an. Okay. Wir machen aber zuerst mal das hier auf Maximum. Weil es cool ist. Ja, weil es einfach cool ist. So, was können wir hier denn Neues machen? Erhöht die maximale Schwertenergie, das ist auch cool. Jetzt können wir aber bei Kombo-Stufe 10 schon wie ein Wilder hin und her hüpfen. Rein theoretisch. Oh, und da haben wir auch schon die Hülle. Skyripper's armature. The stuff that dreams are made of. Engineers' dreams, anyway. The device was intricate. No one alive had the skill to make a thing like it. How was it part of a weapon at all? He'd have to ask a scientist. But first, he'd get the second piece. Skyripper had a heart. A core that had come to rest on the next island. Well, there was another island he could reach. Zenobia had just invaded it with her father's Raven battalions. She must be encamped there still. But fighting Zenobia now, that made no sense at all. He'd already sacrificed one friend to get this armature, was it? He didn't need to hurry to face her. She would find him. So, und ich würde sagen, da wir gerade so gut dabei sind, machen wir einfach weiter mit dem Skyripper. It was a no-brainer. He'd sacrificed his old friend Lapino to get the armature. And the armature was useless by itself, only a series of coils and wheels. War demanded sacrifices, and he would make more before the end. He would have to choose the greatest good no matter how much it cost him. Zenobia. Well, he would see her sooner or later, across a battlefield or a sword's point before all this was over. He was sure of that. The power was in the core. Obviously, he had to get the core. Oh ja. Yeah. Wir müssen diesen Kern finden, damit wir den kompletten Skyripper haben. Und dann können wir alles aufhalten mit dieser wunderschönen Waffe. Jedenfalls rein theoretisch. Oder rein theoretisch. Auf der anderen Seite, wenn wir anders denken, könnten wir gerade einen Fehler gemacht haben. He looked up at the old trees around him. They were so big and so old. They'd been there before he was born, and they'd be there after he'd passed into legend. Was he confronting his own unimportance? What had got into him? He was no philosopher. Anyway, who cares? He was plenty important. He was a hero. And soon he'd prove it. Sehr cool, dass uns dieses Gehäuse nachfliegt. Hole den Kern des Skyrippers. Dieser kommt dann wahrscheinlich in dieses Gehäuse rein. Finde ich cool. Sehr cool sogar. So, und bevor wir jetzt da runterspringen, wobei ich weiß nie, was der richtige Weg ist. Aber bevor wir da runterspringen, gehen wir jetzt da lang, weil ich denke, das ist einfach der eher falsche Weg. Renato wondered idly if people who had built these poles had really, really long tentacles. Gut, dass wir die richtige Entscheidung getroffen haben. Immerhin etwas. So. Dann schauen wir noch mal. Ne, warte, hier war's. Hier war's, genau. Wir könnten uns zudem mal heilen. Und klettern da jetzt rein. Hallo. Also ich werde mich nicht trauen, auf so Inseln, die eh schon schweben, irgendwo reinzuspringen, weil du weißt ja nicht, vielleicht fällst du ja durch oder so. Also, wenn ihr versteht, was ich meine. Allein schon, weil es halt fliegende Inseln sind. Ja. Aber na gut, nichtsdestotrotz, wir sind Reynaldo, wir sind mutig und tapfer. So, gehen wir gerade falsch. Das wäre super. Ja, perfekt. Wir wollen ja nie richtig gehen, weil dann vermissen wir immer Truhen. Und verdammt nochmal, sehen diese roten Kristalle geil aus. Perfekt. Like the earth had ruptured over something that had been fermenting for a very long time. Es war bis jetzt aber immer so, dass es rechts weiterging. Oder jedenfalls die meiste Zeit, gell? Echt lustig. Echt lustig. Look, it's not personal, but you're so terrible.
Kern schwebt scheinbar nur mit uns rum. Wäre cool, wenn er mit uns kämpfen würde. Die Hülle. Oder macht die irgendwas? Nee, gell? Die macht nichts. Oh, das haben wir gerade so hinbekommen. Ah, da haben wir die Kombo vermasselt. Mist. Mit dem letzten Gegner die Kombo vermasselt. So eine Schande. So eine Schande. There were fewer and fewer trees. There were only these huge crystalline growths. Had those been here before? He no longer heard birds except for the feverish cawing of the ravens when they attacked. He couldn't smell the small animals of the forest. The mice and rabbits. Where had they gone? And he was getting hungry too. This was an unhealthy place to be. Noch einer. Freundchen. Ach. Nein, noch mehr. Mist, das habe ich nicht bemerkt. Habe ich natürlich nicht bemerkt. Das hätte mir gleich eine größere Kombo landen können. Ah, das war schade. Wieder mal schade. Aber es sieht gut aus. The 20-sided core made him feel physically sick. Once he had sneaked into a temple of the dark arts and he hadn't liked what he smelt and saw there. This felt like that. As quick as he could, he wrangled the icosahedron into the armature. The wheels began to spin, then glow. The sick feeling quickly spun away. Now he only felt sad. He had lost good friends for this war apparatus. Maybe Lapino wasn't such a good friend. Yeah, that made him feel better. He carried his prize back to the Farfarer. Now, he had to make his next move. There was a key Imperial outpost on the Nexus. If this really was some sort of super weapon, he could use it to wreak havoc on the enemy. And if it wasn't, well, better to know that before the final battle. But maybe he should show it to some scientists first. There was an observatory on the Nexus. Maybe he should go there before he fired it. Ha, das ist jetzt wiederum eine schwere Entscheidung, muss ich sagen. Das ist eine schwere Entscheidung. Aus dem Grund, weil beides trifft jetzt auf den Skyripper zu, sonst war es ja immer so von wegen, ah ja, wenn wir jetzt eher Richtung den Iblis-Stone gehen wollen, dann nehmen wir das eine. Ja, aber jetzt ist ja beides so, dass es eigentlich helfen würde. Wir könnten den Außenposten angreifen, direkt dann wäre die Flotte geschwächt, oder wir bringen es erst zu einem Wissenschaftler. Rein logisch gesehen würde ich es erst zu einem Wissenschaftler bringen, aber, ich weiß nicht. Keine Zeit für solche Umstände. Den Außenposten angreifen. Ja. Vielleicht. Wir machen das. Wir greifen den Außenposten an. Und das machen wir nächste Folge. Mach's gut. Bis dahin. Euer Dace.